Also zunächst, wie es war, als Neutestamentler ist man kein Systematiker, sondern nur dem Neuen Testament verpflichtet. Abgesehen davon hatten wir in unserem Studium katholischer Theologie in München keine Chance, mit den klassischen katholischen Positionen vertraut zu werden. Wir haben niemals Thomas von Aquin gelesen. Wir wussten nicht, wer Duns Scotus war. Manche Leute hielten das für eine Whisky-Marke aus Schottland. Also die Prägung meiner Generation durch typisch katholische Dogmatik fand nie statt. Ich habe mir das nachher angeeignet. Im Zuge der Arbeit an der Offenbarung des Johannes, da habe ich einen zweibändigen Kommentar darüber geschrieben. Und der ist im vorigen Jahr erschienen, 1700 Seiten. Und dabei habe ich natürlich auch katholische systematische Positionen entdeckt, die noch nicht mal Systematiker kennen. Und in den letzten Wochen habe ich besonders Matthias Josef Schieben entdeckt, den alten Kölner Dogmatiker aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe ein Buch geschrieben, Mysterien des Christentums, und das hat mich sehr bewegt. Also Luther habe ich immer geschätzt, und als ich den Zisterziensern nahe kam und anfing, deren Brevier zu beten und an deren Leben in Stiepel und in Heiligenkreuz teilzunehmen, wurde mir auch eigentlich klar, was Luther wollte, dass er ein Mönch war in erster Linie. Was die Evangelischen natürlich nicht wissen, da sie diese Vorgeschichte nicht kennen. Aber wenn man da ein bisschen drin zu Hause ist, dann entdeckt man es, dass es überhaupt nichts Fremdes ist. Luther war ein Mönch augustinischer Prägung, wie die Zisterzienser auch. Es gibt also eine gerade Linie, Augustinus, Bernhard, und Luthers Frau war ja Zisterzienserin, und die werden sich in der Küche nicht nur über Honigkuchen und Kinder unterhalten haben, sondern hatten auch einen gemeinsamen Heiligen, Augustinus und Bernhard. Und Luther hält Bernhard für den größten Theologen. Der größte Theologe in den Augen Luthers ist Bernhard von Clairvaux. Und das merkt man auch bei Schülern Luthers aus der Reformationszeit schon, die schreiben Kommentare zur Apokalypse, wo es von zisterziensischer Theologie nur so wimmelt. Das entdeckt natürlich kein Protestant, weil die nicht wissen, was zisterziensische Theologie ist. Also mir hat die Person Martin Luthers nie Schwierigkeiten gemacht, und dass es maulende Mönche gibt, kannte ich auch von Weltpriestern aus meinem eigenen Kurs, von meinen eigenen Freunden. Das war kein Problem. Problematisch wurde für solch eine Ausstattung der Neuprotestantismus, das, was man darunter versteht, in dem die Traditionen nicht nur des Mittelalters keine Rolle spielen, sondern auch des Glaubensbekenntnisses überhaupt. Aber einer meiner guten Schüler ist Volker Lepin in Tübingen, evangelischer Kirchengeschichtler, der im vorigen Jahr ein Buch publiziert hat, Luther als Mystiker. Das fand ich richtig. Das hat er vielleicht in Teilen bei mir gehört, oder jedenfalls ist es völlig okay. Luther hängt stärker von Johannes Tauler ab und solchen mittelalterlichen Figuren als von irgendjemandem anders. Er wollte der neue Johannes Tauler sein. Meister Eckhart kannte er nicht so, weil es der falsche Orden war. Dominikaner und Augustiner sind nicht unbedingt dasselbe, aber da liegt die Verbindung und da liegt die Hoffnung auf Ökumene. Und das hat immer dann geklappt, wenn wir
mit den evangelischen Freunden auf monastische Weise zusammengelebt haben. Mit Stundengebet und allem, was so dazu gehört. Deshalb werde ich auch jedes Jahr eingeladen zu einem dreitägigen Kurs auf den Kirchberg nach Schwaben. Dort hausen die Berneuchner, eine liturgische evangelische Richtung, die stark katholikenfreundlich sind. Um 12 Uhr mittags beten sie den Engeln des Herrn, nur um ein Beispiel zu sagen. Und dort bin ich also willkommen und fühle mich ganz zu Hause. Also Neuprotestantismus mit seiner Neigung zur Psychologie und zu diversen neuen Ideologien, mit seiner völligen Missachtung der Bibel, die wir inzwischen dort finden. Beispiel Stellung zur Gender-Diskussion, das liegt mir fern und das gibt dann auch öfter Ärger. Leider gibt es bei Katholiken mittlerweile auch so eine feministische Ideologie härtester Ausstattung. Für mein neues Buch, das im Juni erscheinen soll, kämpfe ich bis jetzt um die Druckgenehmigung nicht der Kirche, sondern des Verlages, weil ein Heer von Feministen sagt, Berger geht nicht. Dabei bin ich so sorgsam und stelle die Rolle der Frau auf 300 Seiten dar, die Rolle der Männer im frühen Christentum, dafür reichen 50 Seiten. Aber der Verdacht besteht natürlich, dass hier jemand fundiert vielleicht, hoffen wir es mal, mit Substanz argumentiert. Und wer ist dem schon gewachsen? Meine Situation angesichts der deutschen Bischöfe ist auch nicht besser. Die deutschen Bischöfe stehen beispielsweise mehrheitlich hinter dem Frankfurter Rektor. Und derselbe hat, obwohl wir aus demselben Bistum stammen, so wie er sich in diese Richtung entwickelte, jeden Kontakt abgebrochen mit mir. Offenbar war ich gefährlich für seine Identität. Man muss halt lesen, wenn man Bücher schreibt. Nein, die Grundvoraussetzung ist Liebe zu alten Sprachen. Latein, Griechisch, Syrisch, Äthiopisch, Arabisch, Koptisch muss man schon können. Und dann lese ich diese alten Bücher im Originalwortlaut und bin nicht auf Vermittlung angewiesen. Das Zweite, was man braucht, ist eine Liebe zur Liturgie. Mein Reservoir ist vor allen Dingen das Corpus Orationum, eine in Turnholt in Belgien rausgegebene Sammlung von 10.000 lateinischen mittelalterlichen Gebeten. Die habe ich mehrfach durchgearbeitet und auf Zetteln die wichtigen Dinge rausgeschrieben. Und dann gibt es ein Corpus Präfationum mit 2000 Präfationen. Der ganze Schatz steht mir dadurch zur Verfügung und ich brauche eigentlich gar nicht viel nachzudenken. Wenn ich aufwache, denke ich in diesen Schätzen und an diese Schätze, die ich habe. Die nicht von mir stammen, sondern die mir die Tradition der Kirche schenkt. Deshalb finde ich es ziemlich gefährlich, wenn man Latein in der Kirche missachtet. Und Griechisch ist noch schlimmer. Schon meine habilitierten evangelischen Schüler als Neutestamentler können keine Seite Neues Testament aus dem Griechischen übersetzen, ohne gravierende Hilfe. Das finde ich skandalös und das kann so nicht weitergehen, weil uns damit
ein Christentum ohne Identität heimsucht. Also Bibellesen selbst hilft gar nicht viel. Erstens muss es die richtige Übersetzung sein. Martin Luther hat die Evangelien großartig übersetzt. Das liegt bei mir aufgeschlagen auf einem Ambo in meinem Arbeitszimmer. Aber die Briefe versteht kein Schwein. Die Paulusbriefe sind in einem barocken Deutsch verfasst von Luther, das kein Mensch versteht. Also Bibellesen hilft nicht an sich, außer die Evangelien nach Luther. Und deshalb habe ich mit meiner Frau zusammen die einzige deutsche Bibelübersetzung geschaffen, die nicht auf Luther zurückgeht, sondern selbstständig ist, erschienen im Inselverlag im Jahre 1999, mittlerweile 6 Auflagen, 50.000 Stück verkauft. Das war sehr schön, dass meine Frau Professorin für Übersetzungswissenschaft ist, weil sie die einzelnen Schliche kannte, wie man den Text verdirbt und wie man den Text verständlich macht. Uns ging es darum, den Text verständlich zu machen, aber nicht auf Kosten einer Anbiederung. Also der Heilige Geist heißt nicht Onkel Fritz bei uns, wie in manchen Vulgärausgaben. Unser Neues Testament umfasst auch die neutestamentlichen Apokryphen. Dadurch hat es nicht 500 Seiten, sondern 1500 Seiten. Aber man merkt, die Leute lesen die Apokryphen immer noch nicht. Das ist schade, weil dadurch eben auch viele Schätze unbekannt bleiben. Es gibt wunderbare Texte, wenn Sie selber mal Gelegenheit haben, die frühchristlichen Oden Salomos zu lesen. Ein herrlicher, hymnischer Text, eine Textsammlung, Anfang 2. Jahrhundert. Oder das Kindheitsevangelium nach Thomas mit den Bubenstreichen Jesu, das kennen Sie offenbar. Deshalb, meine Frau hat das auch am meisten geschätzt. Ja, was bedeutet die Wissenschaft für die Gemeinde? Die Exegese speziell. Sie bedeutet, dass die Predigten nicht so langweilig sein müssen. Denn die meisten Predigten, jedenfalls evangelische, wiederholen jeden Sonntag dasselbe. Gott ist lieb und der Mensch muss sich das Heil nicht selber schaffen. Und das hört man 1000-mal. Oder man sagt in der neuprotestantischen Richtung, zu Pfingsten predigen wir über Umweltschutz und Mülltrennung. Und bei Katholiken hat man oft das Gefühl, dass sie froh sind, wenn ein Hirtenwort kommt und sie nicht selber predigen müssen. Dass die Predigten interessant sein können, musste ich selber unter Beweis stellen, indem ich seit 30 Jahren für die Tagespost, jeden Sonntag die Meditation geschrieben habe. In den letzten 5, 6 Jahren machen das außer mir 3 andere Leute. Das muss ich auch nicht beurteilen. Aber für mich selber ist das eine Gelegenheit zu zeigen, wozu Exegese gut ist, nämlich zur Meditation als Predigtvorbereitung. Das ist ganz peinlich, wenn ich in einen Gottesdienst komme und der Prediger liest gerade meinen Text für den letzten Sonntag vor. Und dann sagt er auch noch, meint er hier. Nicht meine ich, sondern meint er hier. Das ist dann verdächtig. Ich habe die besten dieser Predigtmeditationen in mehreren Predigtbänden herausgegeben und im Herder Verlag auch schon und enthalten manche ungewöhnliche Einsichten. Also ich finde wichtig, einmal eine gute Liturgie,
das absolute Highlight ist die Werktagsmesse in Heiligenkreuz. Unübertrefflich an Sorgfalt, Liebe, Nachdenklichkeit, Ruhe, Sammlung. Das ist für mich das Ideal einer in sich selbst stehenden und durch sich selbst predigenden Liturgie. Wenn man dann sich den Luxus erlaubt, zusätzlich eine Predigt zu hören, dann bitte nicht immer dasselbe und bitte, der Bischof von Regensburg hatte gerade einen schönen Fastenhirtenbrief geschrieben, der mit der Frage anfängt, wer sieht die Türme am ersten? Wenn man auf Regensburg zufährt, geht es um die Frage, wer von den Leuten, die im Auto sitzen, sagt er dann, die Spitzen der Domtürme zuerst sieht. Das finde ich eine schöne Einleitung, weil es spannend ist, die Frage selber schon und dann auch die Ausführungen über den Dom, in dem die Regensburger zu Hause sind. Das finde ich ist ein guter Hirtenbrief oder wäre eine gute Predigt. Ja, bisher wird es immer wieder bestritten, besonders von Atheisten, dass Jesus Humor hatte. Und es gibt auch kein Buch darüber und im Ganzen nur einen Aufsatz. Der Österreicher, ehemalige Kaplan Adolf Holl hat ein Buch geschrieben über den lachenden Jesus, aber das sind die Apokryphen. Da gibt es einige Stellen, wonach Jesus lacht. Aber nach dem Neuen Testament lacht er nirgendwo. Die Frage ist, ob jemand als lachend geschildert werden muss, um Humor zu haben. Meine Entdeckungen begannen darin, dass in der Welt der ungeschriebenen Jesusworte, der Agrapha, die Passagen besondere Wirkung haben, die man als humorvoll bezeichnen könnte bei Jesus. Also die Agrapha sind die ungeschriebenen Jesusworte. Die arabischen Christen hatten bis 1200 nach Christus keine Bibelübersetzung, sondern nur Mönche zum Angucken, Anfassen, Ikonen und ungeschriebene Jesusworte. Die ungeschriebenen Jesusworte ist so ähnlich wie das ungeschriebene Goethe-Wort. Mehr Licht oder mehr nicht, was hat er zuletzt gesagt? Die Jesusworte sind zum Teil kanonisch, also aus den Evangelien, zum Teil aber auch neu und sonst unbekannt. Und ich habe sie ein Leben lang gesammelt und in unserer Übersetzung des Neuen Testamentes sind die alle drin, 400 Stück. 400 Quellen gibt es, von denen man großenteils nicht weiß, sind sie wirklich von Jesus oder nicht. Die Frage interessiert mich nicht. Hauptsache, man hat sie Jesus zugeschrieben und sie geben ein Jesusbild. Und das Jesusbild dieser Agrapha ist das des arabischen Christentums. Es gab vor dem Islam an der arabischen Küste, das ist ja der Bereich, der besiedelbar ist. In der Mitte war Wüste, das wissen wir. Da gab es Wüstenväter und Wüstenmütter, also Frauen und Männer, die Christen waren in der Einöde, aber am Rande lebten normale Bistümer, bis der Islam sie alle kassiert hat. Und diese Christen haben sich besonders an der asketischen Lebensweise Jesu orientiert und es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen Strenge und dem Humor Jesu. Aus der eigenen Biografie, wir haben niemals so viel gelacht wie im Priesterseminar in Fulda. Das war vortridentinisch streng, mittelalterlich in allem. Und so war das bei den arabischen Christen ähnlich. Sie haben sich also über Jesus Worte gefreut,
wie dieses Jesus und die Jünger stießen auf einen vergammelnden toten Hund und die Jünger sagten, wie schrecklich, der stinkt schon und wie? Und Jesus sagte, guckt mal, was für schöne, saubere Zähne er hat. Denn die Ameisen hatten inzwischen die Zahnreinigung professionell betrieben. Und dieses Wort hat eine eigene Wirkungsgeschichte. Johann Gottfried Herder war sehr gebildet, ein deutscher Dichter, und hat gesagt, schätze den Hund nicht nach seinem Fell ein, sondern nach seinen Zähnen. Hat er aus diesem Jesuswort entlehnt. Vermute ich mal. Er sagt es nicht ausdrücklich, aber er kannte diese Texte. Das war also ein Anlass, ein Zusammenhang zwischen einem streng asketischen Christentum und dem Humor Jesu. Und das weist zurück in die Vorgeschichte, die Bedeutung der Kyniker für das Neue Testament. Die Kyniker waren antike Philosophen, Wanderphilosophen, ziemlich ähnlich den Aposteln, mit karger Ausstattung, kein Rucksack, kein Proviant, keine Reisetasche, keine Schuhe. Das lesen wir in den Evangelien auch. Und diese Kyniker haben Leute hervorgebracht wie Diogenes, die im Fass lebten. Und die Christen haben nachher die Säulenheiligen, das als Fortsetzung gehabt. Und der Diogenes hat, als Alexander der Große ihn besuchte, gesagt, geh aus der Sonne, Chef. Und dieses ist ein typisches Beispiel von Humor für Menschen, denen man den Humor abnimmt. Und der Humor Jesu ist gekennzeichnet durch eine Betonung, dass alles lächerlich ist, außer Gott selber. Alle Dinge, die nur geschaffen sind, sind vergänglich, absurd und heillos, wenn man auf sie baut. Nur Gott nicht. Es ist also eine Weise, Gott zu verkündigen, unter ganz strengem Maßstab. Und jetzt in der Vorbereitung auf die Vorlesung heute Abend habe ich das so zugespitzt in dem Papier hier. Man kann das ganze Buch zusammenfassen in dem Satz Rideo quia absurdum. Jesus lacht oder hält für lächerlich all das, was die Menschen als Absurdität veranstalten. Die Reichen meinen, sie könnten wie ein Kamel durchs Nadelöhr. Und die Leute, die Dinge zusammenbringen wollen, die nicht zusammengehören, sind wie Menschen, die Schweine mit Perlen füttern wollen. Perlen vor die Säue. Oder die Leute, die ständig Kompromisse schließen, sind wie Tote, die ihre Toten begraben sollten, aber nichts mit den Lebenden zu tun haben. Das heißt, die Toten sollen ihre Geschäfte unter sich machen, aber eine Trennung zwischen Toten und Lebenden ist nötig. Das heißt auf Deutsch ein aktives, bewusstes Christentum und nicht ständig Kompromisse zwischen Thron und Altar.